Ich verrate dir ein Geheimnis. Stell dir vor, es gäbe etwas Wunderschönes, sowas wie ein Schmetterling oder eine Sternschnuppe. Und du könntest es häufiger sehen als einen Regenbogen und ohne lange wach zu bleiben. Aber allen anderen blieb es unbekannt, obwohl es direkt vor ihrer Nase ist. Jeder Mensch könnte es in seinem Leben tausende Male sehen. Aber sehr wahrscheinlich wird niemand, den du kennst, es je gesehen haben. Denn du musst dafür in den Himmel schauen. Und auch noch zur Sonne. Morgens und abends geht das ja noch. Aber wenn es heller wird, schaust du weg, weil die helle Sonne in deinen Augen wehtut. Und das hast du gut gemacht, denn damit schützt du sie. Deine empfindlichen Augen könnten sonst verletzt werden. Also, niemals direkt in die Sonne schauen. Erst recht nicht mit Sonnenbrillen oder irgendwelchen Guckgeräten. Das kann ganz schlimm enden. Wenn du das beachtest, dann schau dir mal die Wolken an. Manchmal kann man Formen darin erkennen. Oder Tiere. Und manchmal kann man noch etwas ganz anderes finden. Aber dazu muss man schon genau hinschauen. Siehst du den farbigen Fleck? Sieht aus wie ein Stück von Regenbogen. Aber warte mal. Regenbögen kommen aus Regenwolken. Und die Sonne ist dann immer hinter uns. Außerdem sind es nun mal Bögen. Manchmal sogar 2. Oder 3, wenn ein Teich in der Nähe ist. Hier ist es viel zu kalt für Regen. Hier liegt ja Schnee. Außerdem scheint die Sonne direkt daneben. Und jetzt pass auf, jetzt sag ich dir's. Es gibt nämlich nicht nur Wolken wie diese. Die sind aus Wassertröpfchen und bringen Herzen und Adler. Und manchmal auch Matschwetter. Nein, es gibt auch solche. Und die sind ganz weit oben im Himmel, wo es immer so kalt ist, dass jedes kleine Tröpfchen zu einem Eiskristall gefriert. Sogar im heißesten Sommer. Und wenn solche feinen Wolken am Himmel sind, da kann es dann sein, dass um die Sonne herum an ganz bestimmten Stellen farbige oder milchige Birken erscheinen. Manchmal nur Bruchstücke wie hier, die werden Nebensonnen genannt. Finden kannst du sie auf einer Höhe der Sonne, ungefähr in Abstand von Daumen und kleinen Finger, bei ausgestreckten Armen auf einer oder beiden Seiten. Das hier ist so ein Tag, an dem lohnt es sich hin und wieder Richtung Sonne zu schauen. Da musst du die Sonne natürlich abschirmen, sonst siehst du vor lauter Sonne gar nichts. Hast du was gesehen? Nö, dann gleich nochmal. Zugegeben, da musst du dir jetzt nicht komisch vorkommen, wenn du sagst, da hast du dir jetzt mehr erwartet. Aber pass auf, manchmal gibt es auch Tage, da sind Wolken am Himmel, ich sage dir. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber die Sonne. Und da hast du recht, die musst du natürlich abschirmen, sonst würde es ja jeder sehen. Und es wäre kein Geheimnis. Da kannst du einfach eine gewöhnliche Laterne zwischen dich und die Sonne bringen. Oder dein Haus. Oder irgendein anderes. Du kannst doch deine Hand nehmen. Aber da passt besser auf. Nimm besser deinen Arm dazu. Dann kannst du auch mal so etwas entdecken. Perlmuttfarbene Wolken. Die sind aber nicht nur aus Eiskristallen, sondern aus Wassertröpfchen. Und schau mal genau hin, wie die Wolken ziehen. Perlmuttwolken kannst du übrigens manchmal auch beim Mond bewundern. Genauso wie die Eiskristallbögen.
Schön, oder? Jetzt kennst du mein Geheimnis. Eigentlich schade, dass es eines ist. Vielleicht erzählst du es ja weiter. Es lohnt sich, zum Himmel zu schauen. Immer.